Möchtest du wissen, wie du diesen Rock Garden in Sölden fahren kannst? Dann Hi, ich bin Roxy und freue mich total, dass du da bist. Ich bin gerade in Sölden und habe hier eine echt coole Stelle entdeckt, und zwar ein ganz großes Steinfeld, das du vielleicht sogar bereits von Fotos kennst oder auch aus vielen Videos, weil es natürlich landschaftlich auch mega cool ist. Und ich möchte dir heute zeigen, welche Techniken du brauchst, um dieses Steinfeld zu fahren, denn es geht so ein bisschen hoch und runter im Wechsel und hat auch ein paar Komplikationen, und das schauen wir uns jetzt mal im Genauen an. Also dieses Steinfeld ist, wie du sehen kannst, an sich eine Aneinanderreihung von großen Steinplatten und kleineren Steinen, und es ist deswegen unheimlich wichtig, dass du in einem soliden Stand, also ausgewogen auf den Beinen stehst und der Lenker druck- und zugfrei ist. Das bedeutet, du möchtest keinen Druck in den Händen spüren und auch keinen Zug. Wenn du Zug spürst, bist du zu weit hinten, das Vorderrad wird dir unruhig und du erwischst wahrscheinlich nicht die Linie, die du fahren willst. Und das ist hier wirklich fatal, weil du siehst, manche Sachen sind nicht abrollbar. Es gibt so Lücken, wo dein Vorderrad reinfallen kann. Das heißt, du möchtest wirklich die Linie treffen, die du treffen willst. Wenn du zu viel Druck in den Händen hast, dann bleibt dein Vorderrad immer stecken. Das ist dann natürlich auch nicht gerade, was du machen willst, weil es so Gegenanstiege bzw. auch so kleine Kanten gibt, und da kann natürlich dein Vorderrad dann hängen bleiben. Und deswegen ist dieser solide Stand über die Beine ausgewogen 50-50 über die Beine, und deine Arme und Beine sind dann nämlich dein natürlicher Federweg, und das ist dann hier in so einem Steinfeld mega wichtig. Zu dieser Riding Position habe ich bereits ein Video, du findest es hier. Was du außerdem brauchst, ist Bremsdosierung. Das heißt, du möchtest beide Bremsen immer dosieren und nicht so eine Stotterbremse machen, damit du dann auch ein Tempo beibehalten kannst, beziehungsweise auch das Tempo dosiert reduzieren oder auch mal erhöhen kannst, ohne dass du durch so Stotterbremsen immer in die Hände gedrängt wirst. Und wenn du dann doch mal zu langsam werden solltest, kannst du die Pedalratsche benutzen. Das heißt, du möchtest nur eine Teilrotation deiner Pedale ausführen. Ich habe bereits ein Trackstand-Tutorial und auch einen gratis Online-Trackstand-Kurs. Wenn du den machen möchtest, da ist die Pedalratsche drin. Schau mal unten in der Videobeschreibung. Außerdem hat das Steinfeld ein paar steilere Passagen und auch Stufen drin. Da brauchst du dann natürlich auch die Fahrtechnik zum Stufe abrollen. Auch dafür habe ich bereits ein On-Point-Tutorial. Ich verlinke es dir unten in der Videobeschreibung. Jetzt siehst du mich beim Fahren des Steinfelds und achte mal drauf, wie stabil mein Rumpf ist und wie gut meine Arme und Beine als natürlicher Federweg das Gelände nachzeichnen. Viele Mountainbiker denken, dass sie eine besondere, fortgeschrittene Fahrtechnik brauchen, um diese Sektion zu fahren, oder dass sie in technisch anspruchsvollem Gelände üben müssen, um diese nötige Fahrtechnik zu erlangen. Oft wird auch gesagt, dass man seine Angst überwinden muss, um solche Stellen zu fahren. Aber genau, dass das nicht so ist, möchte ich dir in diesem Video zeigen und erklären. Technisches Gelände ist eigentlich nur eine Aneinanderreihung von einzelnen Hindernissen. Es sind mehrere einzelne Hindernisse, die auf dich zukommen, die es zu überrollen gilt, und mehrere einzelne Stufen, die von dir weggehen, die es abzurollen gilt. Um viele aneinandergereihte einzelne Hindernisse sicher zu bewältigen, ist es wichtig, bereits an einzelnen Hindernissen die dafür nötige Fahrtechnik zu üben und damit deinem Gehirn und Körper die Sicherheit zu geben, die nötigen Werkzeuge für diese Passage aus mehreren Hindernissen bereits zu besitzen. Solltest du vor einer Passage Angst haben, denke mal daran, um zu lernen, darfst du dich nicht zwingen müssen. Versuche abzuwägen. Ist es Respekt oder ist es Angst, die dich gerade aufhält? Ist es Respekt und du weißt, dass du die benötigte Technik kannst, um die Passage zu fahren, dann fahre sie. Ist es wirklich Angst und du zweifelst daran, ob du die Technik bereits oft genug isoliert geübt hast, dann sei weise, steig ab, schiebe dein Bike und übe erstmal. Es ist viel mutiger, deine Grenzen zu respektieren und dein Bike zu schieben, als etwas zu riskieren und dann dich zu verletzen. Wie du am Anfang dieses Videos bereits erfahren hast, sind die für diese Sektion nötige Fahrtechniken der solide Stand auf den Beinen, also eine ausgewogene Trail-Position, Bremsdosierung, die Pedalratsche und die Technik Stufe abrollen. Diese Techniken solltest du bereits beherrschen, bevor du in dieses Terrain gehst. Das bedeutet, dass du sie vorher sehr oft in einer sicheren Umgebung, zum Beispiel an einzelnen Hindernissen, gezielt geübt haben musst. Warum musst du diese Technik an einzelnen Hindernissen in einer sicheren Umgebung, also nicht sofort hier, üben? Weil das Gelände keinen Angstreiz für dich erzeugen darf, damit du lernst.
weil wir unter Angst keine neuen Bewegungen lernen können, sondern lediglich lernen, uns mit unserer bisherigen Technik zu arrangieren. Wenn du erfahren willst, warum das so ist, dann schau dir mein Video zum Thema die Wissenschaft zum Erlernen von Bewegungen an. Es ist unten verlinkt. Es ist also wichtig, dass du zum Beispiel deinen soliden Stand im Bike, die Pedalratsche, Bremsdosierung und das Abrollen einer Stufe isoliert lernst und übst, bis du diese Fahrtechniken wirklich automatisiert beherrschst und erst dann nach und nach die Schwierigkeit des Geländes steigerst. Und dann wirst du merken, du wirst nach und nach sicherer im Gelände. Du verschiebst dadurch deine Angstschwelle mit der Übung nach oben, ohne dass du dafür in schwierigem Gelände üben musst und vor allem ohne über deinen Schatten springen zu müssen oder dich in gefährliche Situationen zu bringen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einfach einen Kommentar unten und natürlich auch, wenn du Fragen hast, benutze einfach das Kommentarfeld und ich antworte sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao.